Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und heute geht es mal wieder weiter mit meiner kleinen Gipfelstürmerei, sprich die höchsten Gipfel der deutschen Mittelgebirge. Ja, und diesmal sind wir im Pfälzerwald unterwegs und haben uns eine Tour zurechtgelegt, die auf die Kalmit führt. Und wie ihr seht, sind wir hier auch schon auf einem Gipfelchen angelangt und Genau, hängen auf dem ich Felsen. spick mal, da drüben ist das Schild, der Taubenkopf, auf dem wir gerade sind. Genau, und wir wollen auf dem Weg mitnehmen noch das Felsenmeer und das Hambacher Schloss. Starten tun wir, oder sind wir heute Morgen schon gestartet in Maikammer. Ja, und dann würde ich sagen, wir schwätzen gar nicht viel drum rum. Nee, aber wir sagen schon mal, bisher war der Weg wirklich gut. Und Genau, wir und laden euch ein, kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es an einem Wanderparkplatz am Ortsrand von Maikammer. Wir waren gespannt, wie sich die selbst erstellte Tour präsentieren würde. Nach kurzem Stück durch die Weinberge ging es auch schon rein in den Wald und wenig später ran an den Berg. Nach zunächst nur leichter Steigung und erster schöner Aussicht ging es dann aber richtig zur Sache. Steil und sandig, eine wirklich hervorragende Kombi für einen Anstieg. So ging es ein Weilchen bergan und wir kamen vom Laubwald in den Nadelwald. Eine malerisch schöne Umgebung zum Wandern, an der man sich gar nicht satt sehen kann. Hier kamen wir auch zu unserem ersten Gipfel. Ihr seht ihn nicht? Ging uns genauso. Aber die App sagte, wir seien auf dem Breitenberg, also erster Gipfelerfolg des Tages. Fröhlich ging es weiter bergan, bis wir das Felsenmeer erreichten. An ein Meer erinnerte es aber eher weniger. Es erinnert eher an den Anblick von Felsklippen an einer Steilküste. Die bizarren Felsformationen aus Buntsandstein sind gerade einmal 400 Meter lang, aber auf jeden Fall einen Abstecher wert. Vom Ende des Felsenmeeres ging es für uns dann an den finalen Anstieg zum Gipfel der Kalmit. Dort soll es übrigens auch eine Einkehrmöglichkeit geben. Na, wenn das mal nichts für mich ist. Und da war er endlich. Der Gipfel. Aber was war das? Ja, aber nicht in der Sonne, bitte. Wenig haben. Betriebsruhe. 23.07. So ein Pech. Nun, trotz dessen genossen wir noch ein wenig die Aussicht und machten uns danach wieder auf den Weg. Natürlich nicht ohne Gipfelselfie. Sehr zu Annes Verdruss. Sind wir jetzt soweit? Hopp. Tobi.
Nicht weit hinter der Kalmit stand am heutigen Tag noch ein dritter Gipfel auf dem Plan. Der Taubenkopf. Genau, der Gipfel, auf dem wir unsere Anmoderation gemacht haben. Nach den ersten beiden Highlights, dem Felsenmeer und der Kalmit, ging es nun weiter zum Hambacher Schloss. Hierzu ging es erstmal ein gutes Stück bergab in den Vooggraben. Im Graben angekommen, überquerten wir 3 Brücken und, wie sollte es auch anders sein, durften aus dem Graben auch wieder hinaufsteigen. Wohl denen, die Höhenmeter mögen. Am Schloss angekommen, machten wir uns gleich an die Besichtigung. Die Ursprünge des Schlosses reichen bis ins Mittelalter zurück, als es als Burg erbaut wurde. Die Umgestaltung zum Schloss fand erst in der Neuzeit statt. Bekannt ist es vor allem für das im Jahr 1832 dort stattgefundene Hambacher Fest. Seit jeher wird das Schloss als Sinnbild der Demokratie in Deutschland betrachtet. Nach der Besichtigung des Schlosses ging es mit uns nur noch bergab. Wortwörtlich. Der Abstieg in die Ebene war kurz und unten angekommen ging es durch das Örtchen Diedesfeld. Viele Höhenmeter, grandiose Highlights und viel Geschichte strengten an, sodass Anne eine Abkühlung brauchte. Ja, genug gekühlt. Endspurt. Du kannst nie genug tun, aber es ist mir jetzt alles in die Hose gelaufen. Jetzt bin ich von hinten, jetzt habe ich den Kopf in die Hose. Wahrscheinlich auch total dreckig. Es ist am Bein unten entlang in die Hose gelaufen. Das letzte Stück Weg verlief über Asphalt und durch Weinberge. Ein Blick zurück lohnt hier auf jeden Fall, da das Hambacher Schloss auf der Höhe zu sehen ist. Der Abschnitt war allerdings nicht ganz nach Annes Geschmack. Der Weg ist nicht mehr fordernd, der lenkt mich nicht mehr ab von Dingen, die mich jetzt stören. Dazu sagt der Mann hinter der Kamera: Mi. Durst. Viel Durst. Und dieses Auto ist noch so ewig weg. Es ist ja nicht so, dass er noch Wasser im Rucksack hätte, aber Ja, das Was ist eigentlich sonst? ein Auto. da kommt sie. So wie die Kamera aus war, 2 Meter weiter, bettelte sie um Ich hab Wasser. noch nicht bis zum Auto gewartet. Es wurde immer schlimmer. Direkt danach. Ja, da haben wir es geschafft. Die Kalmit ist bestiegen. Ja, und was würdest du sagen, wie war's? Ja, Moment, nicht nur die Kalmit. Wir haben ja noch viel mehr bestiegen. Ja, heute war es ziemlich heiß. Wir hatten über 30 Grad. Aber der Weg war fantastisch. Also fast komplett nur Pfade von Anfang an.
Mal steil, mal weniger, mal mit Wurzeln, mal ohne. Gut, bis auf das Stück jetzt unten noch quer rüber durch die Weinberge, hat aber auch seinen eigenen Reiz dann Ganz, noch ganz gehabt. viel durch schönen, lichten Kiefernwald durch. Also wirklich fantastisch. Und die Aussichten sind auch toll von den Gipfeln aus. Ansonsten Felsenmeer war schön zu laufen. Auf der Kalmit hatten wir ein bisschen Pech mit der dortigen Hütte. Die hat nämlich gerade noch Betriebsferien. Waren ganz viele Leute da und alle haben so ein bisschen betröppelt geguckt. Allerdings haben wir festgestellt, sehr viele Gastronomiestätten hier, die haben Betriebsferien im Moment. Einige Schilder mit Betriebsferien, genau. Aber gut, genau. Was hat man noch? Hambacher Schloss. Ja, waren wir bisher auch noch nicht gewesen. War auch mal ganz nett zu sehen. Ja, die Und Aussichten streckenweise waren auch gut. Die waren richtig gut. Und auf dem letzten Stück dann hier jetzt zurück zum Parkplatz, wo man dann in der Ebene lang ist durch die Weinberge. Also zum einen hat man diesen Weinlehrpfad, das ist auch ganz interessant. Man kann so ein bisschen was über die Rebsorten lernen. Es gibt ganz viele Brombeeren und anderes Obst, was man sogar pflücken darf. Genau, sind diese gelben Bändchen dann um den Baum dran. Das- Da war Anne wieder voll dabei. Genau, das war natürlich für mich ganz toll. Ja, ansonsten, also die Tour kann man einfach nur empfehlen. Tobi hat, Genau. hat sie sich Ich habe zurechtgelegt. mal bei Komoot Wirklich einfach super. ein bisschen am Rechner rumprobiert, was zusammengebastelt, wie es passen könnte. Und hat super funktioniert, genau. Ansonsten sind wir hier öfter noch auf dem Pfälzer Weinsteig getroffen. Und was Streckenweise wir gelaufen, ja. streckenweise ein bisschen auch mitgelaufen, was wir da gesehen haben, war auch sehr schön. Also den Ja. Der ist bestimmt auch gut zu merken wir laufen. uns auf jeden Fall mal. Der könnte auch ganz gut sein. Gut, dann würde ich sagen, Jetzt springen wir in den nächsten See, wenn es irgendwie genau, geht. jetzt ab nach Hause unter die Dusche. Und ja, dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Genau, und dann freuen wir uns drauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.